Tja, naja, ich habe ja normalerweise... No, it isn't. It is not you. Hello. Tell you what, we are going to go to the actual scene. Let's see what they're up to. Am Donnerstag abgesagt hat und jetzt ja auch nach und nach immer mehr von den amerikanischen Unternehmen oder zumindest den Unternehmen, die einen sehr großen Marktanteil, eine sehr große Bedeutung für den amerikanischen Markt haben, da hinterherziehen, gerade wenn es Veranstaltungen waren, interested, I'll put this link in the chat. There's a new magazine. There's a Walmart magazine that released with new screenshots. So let me just plop das, wie gesagt, wird ab 21 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal laufen und hier auf dem Twitch-Kanal, den ihr, je nachdem, wo ihr gerade guckt, also wir senden das parallel aus, da geht's mit Julius weiter und von Noob to Platin, so rum heißt es. Die ganze Zeit überlegt, wie heißt es richtig, aber I don't understand a word mit Rainbow Six. of German, unfortunately. Programm. Michi,
Gibt's einen Themenvorschlag aus der Community? Es gibt gerade schon 2 Themen, die ich rausgesucht habe, wo es schon mehrere Leute gab, die sich das gewünscht haben. Das könnt ihr beiden euch jetzt noch aussuchen, was ihr davon eher besprechen wollt. Das erste wäre die ganze Geschichte Star Wars Project Maverick, was wir da dazu wissen. Das haben sich 2 User gewünscht. Und das andere wäre die ganze Geschichte Total War Troy oder Total War Troy. Nee, wir nennen heute alles falsch. Total War im Teutoburger Wald. Total War Troy. 24 minutes, 24,5 minutes. Da ist ja auch die Hammer-Ankündigung mit dem Release im Epic Game Store für 24 Stunden kostenlos. Oh, I heard the word Epic Game Store. Es wurde auch Anno vorgeschlagen. Heiko, irgendwann muss auch mal Schluss sein mit Anno. Jetzt ist, also irgendwann, ne, da muss man dann die Notbremse ziehen. Aber ja, eigentlich, ich bin jetzt, weil ich jetzt ja hier bei euch bin, geht gerade der Test nicht online. So schaut es nämlich aus. Ja, so, aber ich darf schon was drüber erzählen. Also, liebe Community, falls ihr Fragen zu beantwortet haben, wie gut der neue Anno-DLC ist, kann ich sie beantworten. Nein, wir können gern was natürlich zu Troy kurz drüber sprechen, klar. Ja, dann lass uns doch über Troy natürlich sprechen. Jetzt, nachdem Epic gerade einen ziemlichen Lauf hat, was Gratis-Spiele angeht, natürlich der nächste Hammer. Diesmal jetzt ein komplett neues Spiel, direkt zum Launch, für 24 Stunden, und dann kann man das für immer behalten. Also das ist nicht nur, du kannst es einen Tag spielen, sondern du lädst das an dem ersten Tag runter und dann gehört dir das. The audio balance, do you mean like the video is too loud or I'm too quiet? Aber das gilt nur für einen Tag, ne? Das gilt nur für 24 Stunden lang, ja. Ich bin mal gespannt auf die Server von Epic, die ja jetzt dann I've just turned the video volume down by half. It's a bit loud on my end, to be fair, so I wouldn't be surprised. Gemacht haben. Mal schauen. Da wird's am Anfang Did someone just donate to the relief? Abgehen. Aber oh, nice! Nice, someone just donated to the relief. And this isn't even a relief stream. Und, Epic kann es sich Thank you, Dante. Thank you. Kann ja $20. Der Tim Sweeney hat sich ja heute auch noch I was wondering what that noise was. Dass sie sogar sehen anhand ihrer Daten, ob man ihnen das jetzt glaubt oder nicht, steht wieder auf einem anderen Blatt, dass diese Kostenlosaktion sogar die Verkäufe von den daran beteiligten Spielen im Nachgang steigern, weil sie eben auch so stark im Licht der Öffentlichkeit stehen. Ich gehe einfach davon aus, die werden einen Deal mit Creative Assembly und oder Sega abgeschlossen haben, dass sie quasi eine Garantiesumme bekommen, dafür, wie man normal an einem Erstverkaufstag verkaufen würde zum Release. Und der Rest I sound fine on my end. Sega und Creative, damit sind sie wirtschaftlich abgesichert. Und der Rest I sound fine. Die Sahne obendrauf, die Kirsche auf der Sahne. Ich kenne das übrigens sogar aus eigener Erfahrung. Passiert das total oft, dass ich in irgendeiner kostenlosen Spielerotation sehe, da ist der und der Titel. Oh. Und dann denke ich so, den gibt's jetzt auf der und der Plattform, und kaufen tue ich ihn dann meist auf I've just watched it on my phone on like half volume. Den wollte ich ja immer mal spielen und dann irgendwie abends im Bett mich dann hinlegen und auf der Switch gibt es ja fast nie irgendwie mal was umsonst. Und da kaufe ich ihn dann aber ich kriege ihn dadurch oft wieder in Erinnerung. Also dass es den ja, stimmt, den gab's ja. Den wollte ich ja auch mal spielen. Dann kaufe ich jetzt die Switch-Version. Vielen Dank dafür. Ich bin mal gespannt darauf, wie du Total War Troy auf der Switch spielen möchtest. Lustigerweise, diese Woche kommt, ist natürlich viel, viel kleiner im Umfang, aber fand ich trotzdem auch interessant, diese Woche kommt Ancestors Legacy für die Switch raus. Was ja auch recht ungewöhnlich ist. Ein Echtzeit-Strategiespiel. Da kann ich es mir aber schon eher vorstellen. Ja, natürlich. How am I now? Because I've not had any issues with this before. Was ist eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Actually, how is desktop audio? Let me actually go properties. I'm gonna just sort out the audio altogether. Desktop audio, let's put that to 65. Saga, was ja eher so Ableger sind. What popped in late? Das letzte haben sie auch, glaube ich, nur für 30 oder 40 Euro verkauft. Neupreis war. Heiko geht schon in die richtige Richtung, was das nämlich insgesamt so mit dem Preisgefühl gemacht oder insgesamt mit dem Gefühl, was so ein Spiel wäre. Also, like right now, I'm perfectly fine. Sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ohnehin schon im Eimer. Nice. So it's the actual stream, cool. Das ist ja ohnehin meine These. Ich glaube, wir reden nicht mehr von Jahren. I think that's as low as I'm gonna put it. Otherwise, it's just gonna be a struggle and I have to hear them. Wo es sowieso auch diesen Switch in der Games-Branche geben wird oder
wie wir Spiele überhaupt konsumieren. Also wir stehen aus meiner Sicht kurz vor der Netflixisierung der Games-Branche. I understood the word Netflix, that's about it. I've heard the words Epic Games and Netflix so far, and that is it. Kennziffer für Microsoft ist halt, Microsoft, Game Pass. Haben sie. Es würde mich zum Beispiel auch nicht wundern, wenn sie eine subventionierte Version der Xbox Series X anbieten werden. Xbox Series X. Gleichzeitig ein 2-Jahres-Abo für ein Game I'm just picking out the key English words and trying to piece together what they're trying to say. Or what they are saying, which I'm struggling to understand. Es geht darum, um Kundenbindung und es geht um Abos und letzten Endes die User dort eben auch zu halten. Das ist da das Entscheidende. Und da wird es immer wieder so Sonderaktionen geben. Und ich sehe es ja auch bei mir selbst, wie ich jetzt die Spiele plötzlich anfange, anders zu konsumieren, seitdem ich auch Game Pass Abonnent bin. That's weird. That is very weird. I don't know why it's showing up there. Like I go uploads. Das ist ein völlig anderes Ding. Is it not like a brand new stream or something? Gebe ich jetzt 60 € aus für ein Spiel, ja oder nein? Wie Man muss hat ich auch mich kein da schlechtes informieren? Gewissen mehr, nach Stream 2 is Stream. Stunden einfach mal wieder was wegzulegen. Genau. Weil mein Gott, war ja im Abo. Und das stellt ja uns übrigens auch als Journalisten vor ganz neue Herausforderungen, weil das Informationsbedürfnis unserer User und Leser plötzlich ein ganz anderes wird. Nicht mehr ist dieses Spiel 60 € wert, sondern No, it's not all about BfBBR. It is, if I check their schedule, because it's in the description, so 30, 40 Stunden, nicht 80 bis 100. Und hätte it is in what 70? No, 60. See, look, my mind's going mental. Mehr in die Frage, ist dieses Spiel meine Zeit wert? Ja. Weil ob ich mir ein Spiel kaufen kann oder nicht, ist jetzt nicht mehr so das Riesenthema. Das große Thema ist, sollte ich mir die Zeit dafür nehmen, denn die ist knapp und das ist eher eine... Yeah, just wait another 18 minutes will be good. Because if you look, it starts at 7 o'clock their time, which will be 6 o'clock my time. And that is only in, what, 18 minutes, so we're golden. 13. August. 13. August ist also gar nicht mehr so lange hin damit. Ihr seht hier gerade, ihr seht hier einen von den XMG-Laptops. Davon könnt ihr übrigens auch einen Gewinn. So here is the key info. Wir haben auch ein So, Gewinnspiel. at their time, 6 o'clock, Und zwar ein Fusion 15 it was Laptop FYNG edition. I don't know what that is. 2000 €. Then obviously at 7 o'clock their time, Und ihr könnt zwei that will be von BfBB Western Rehydrated Digital, with the guest zwar eine of SSD mit THQ 1 Nordic. Terabyte und eine HDD But the mit question is, 8 what the Terabyte actual stream entails, we do not know yet. also Like the nur für, specifics, like, you know, nur level, falls ihr irgendwie what they'll be talking about. That is a mystery, and that is why I am very excited. oder vielleicht Oh, just to clarify, you might see that I've got like a black box around the view account, and you might think it looks terrible, like you know, you might think it looks a bit crap, but I've only got it just in case, like, so I can have it at any sort of, I can have it at any background and the red color won't go away. I've had people say to me, oh, it looks a bit funny, but I've got it for the sake of the color, not like blending in with a red background. Neue Definition von Mobile Gaming, da ist das Social Distancing dann schon mit integriert, Mobile Gaming, Social Distancing. drauf ist. Genau, wenn ihr die gewinnen wollt, dann geht auf gamestar.de/Gewinnspiele. Dort könnt ihr sowohl den XMG-Laptop als auch die beiden Festplatten von Western Digital Thanks, mate! gewinnen. Guy with the camera So, und jetzt 13 habe ich just vorhin schon subscribed. angekündigt und auch kurz, Thank you very much, Guy with the camera 13. schon angeschnitten, It's very nice to have dass more wir subscribers. ein bisschen Programmänderungen für die aktuelle Woche und wir gehen auch davon aus für die nächsten Wochen hatten und haben werden, denn Would you guys prefer it if I full Sony screened hat it? den PS5 Or would you prefer it if I had it like this? gesagt, nach und nach ziehen auch immer mehr amerikanische Publisher. Because if I have it like this, you can see the actual game. But if obviously if I full screen, then that means there is more of it to be taken up by the chat box. But I don't want to change the size of the chat box, make it bigger or smaller, because it's the perfect size for me. But like I said, if I have it in the theater mode, you can see more, but it's a bit smaller. So, would you prefer it to be in full screen, but have the chat box cover it up a bit, or would you prefer it to be in theater mode, but have a lot less covered up? Unser Programm ganz praktisch. Das heißt, dass wir viel auf Tagesbasis planen und improvisieren müssen. It would be nice to get Switch footage so we can, you know, we can actually see what we'd be getting. Because, you know, when we go on the Switch, like day one, we don't know what it's going to look like. I'm going to assume all the gameplay we've seen so far is PC. Der ist jetzt kurzfristig abgesagt worden.
Und wir werden stattdessen which halt is very morgen eine andere likely. Spielvorstellung haben, aber eben nicht diesen Reveal. Wir wissen auch noch nicht, wann dieser Reveal Sorting my headset out. stattfinden wird, weil alle Artikel sind fertig. Ja? Also wir haben alles, sind jetzt aber halt vom Partner gebeten worden, das morgen nicht zu veröffentlichen, weil sie es eben aufgrund der aktuellen Ereignisse... Actually, while we're on the subject of THQ Nordic, has anyone here tried the Destroy All Humans demo that was on GOG.com? Because I myself, I've played the first mission, as you may or may not know, and I thoroughly enjoyed it, so I think that's going to be a pre-order thing for me. Es gibt, sagen wir mal so, es kann auch ein Stück weit eine Chance sein, vielleicht auch mal andere Themen zu machen. Und wow, how far behind is it? Because I said that like a minute ago. Theater mode, screen is fine. Jetzt, ja, 1 oder 2 Wochen verschoben. Ein Glück haben wir Find Your Next Game für einen ganzen Monat geplant und nicht nur für eine Woche. Behind like 50 seconds, crikey. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es in einer Woche aussehen wird. Und ich kann halt nur versprechen, dass wir jeden Tag unser Bestes geben werden, um Find Your Next Game auch ja, interessant zu machen jeden Tag und eben diese Spiele entdecken trotzdem zu machen, auch in dem Bewusstsein, 13, so wie gerade die aktuelle that's just gone over 14. Aber es ist halt okay, wie so it's getting a bit better. Wir können es momentan noch nicht abschließen. I'm using the timer in the stream to determine how much latency there is. So viel Mühe gegeben, dass wir jetzt erstmal sagen, wir werden es versuchen, neutral I have to get Destroy All Humans next year. I mean, myself, I haven't really been interested in Destroy All Humans at all until we saw it at Gamescom last year. Like, you know, when they first revealed Rehydrated footage and all that. That was the first time I'd even heard of Destroy All Humans. So, it's something that I'm looking forward to play as something new. Nichtsdestotrotz wird es selbst Chat is very delayed. Just to let you know, I saw your message like a couple seconds ago, but I'm just not replying to it because I'm sorting something out. Just tying up a bow. There we go. That's more like it. No, but yeah, what was I going to say? I've forgotten. Auf die großen Partner verlassen haben, sondern auch bei vielen kleinen Indie-Teams angefragt haben, was habt ihr denn gerade so in der Mache, was wollt ihr gerne zeigen? Und it's okay, 12 minutes and 10 seconds to go. Nicht im Rahmen einer großen Messe, yeah, the stream's behind by only roughly 20 seconds, so that's good in my books, that's fine. 20 seconds ain't that bad. Oh, for those of you who haven't noticed, we have upped the original goal for the Rehydrated relief. We have upped that from 1,000 to 1,500 because of how well we've done so far. So, I mean, obviously this stream isn't for that, but if you do have a couple, you know, dollars or pounds or whatever your local currency is, if you have a couple of them to spare, pennies, actually no, I think the minimum is 1 USD and 1 GBP, so if you have anything to spare that you know you aren't going to put to good use, then you can send it their way, because we don't receive any of the funds, so it is a worthwhile investment and we will thank you very much for that. Have I played Minecraft Dungeons? No, I haven't. I gotta be honest, Minecraft Dungeons doesn't really stand out to me. Like normal Minecraft, that's something I'm fine with, but it's called Minecraft. You mine and you craft. But in Minecraft Dungeons, you do less of that. So I feel like it strays away from the... I know obviously it's meant to stray away, but I feel like they should have named it something else. I know it's like something else in the Minecraft universe, you know, but it's just I don't like the overall concept, so I haven't really given it a go. It's not something I would be opposed to playing, you know, if someone said, oh, I've bought you this as like a gift code, you know, do you want to play it with me? I would definitely give it a go if that was the case, and I'm not saying that someone should, because, you know, that's just begging. Who the hell begs? But, you know, it's the only sort of game I'd buy if I was gifted it. That's the way of simply putting it. Can't wait for more Jellyfish Fields gameplay. Oh, I swear to God, if it's Jellyfish Fields, I want to hear a different level that we haven't heard before, so we can hear the music in that level. I'm hoping Graveyard or Downtown. That is what I'm hoping. I hope that what they've done is for Sand Mountain and the Hub World, they've done different versions of the tracks. Like, they've used the same track, but then put different instruments over it to differentiate them. That is what I'm hoping.
unterm Strich, wenn it's dann okay. der 9 minutes große 50 to go. DLC, Land der Löwen erscheint, Remember, dass guys, dann die share the 30 € stream wieder in because Ordnung sein I werden. just want people to share Aber the Stand stream. jetzt I ist es want immer noch ein people to tune in. I Vertrauensvorschuss. want people to see my reaction Allein nur für because das Ding 7 I just € ausgeben my reaction is just going to be a load of wows. Oh my god, this is amazing. That's going to be my reaction, and that's probably the most genuine it could get. Obwohl, die John Deere gab es, glaube ich, da schon. Nein. Ich glaube, die gab es tatsächlich da sogar schon. Also ich bin jetzt auch kein Trecker-Experte. Nein, die Trecker sind, glaube ich, nicht lizenziert. Aber es ist trotzdem wieder The link for what? herzallerliebst animiert. If you're looking for the link to the stream, it should be down in the description as well as for the relief. Genau, Paläste der Macht, dann reiche Ernte und der So if you want to watch it yourself, yeah, it's in the description. Never mind, found it. Hate to be down here, but how do we know it's going to be anything new? The reason I put new in the title is because it's actual gameplay we haven't seen before. It might be of levels we've already seen, but it's gameplay that will be fresh, like brand new gameplay. It might be of a newer build. So in my terms, that is new gameplay. Möglich. Oh, I need a drink. Ja, also wie gesagt, der Gonna go get myself a drink back in a jiffy. Mir persönlich gefallen die DLCs bis dato besser als im Season Pass 1, weil sie das Spiel sinnvoll ergänzen und sich integrieren, anstatt nur was anzudocken, was mein Problem war mit den ersten beiden DLCs vom Season Pass 1. Aber dieses Season Pass Ding mit 3 DLCs, das ist halt so, mein Gott, sollen sie halt das Add-on für 30 € verkaufen und alles reinpacken. Aber ich bin übrigens gerade total irritiert gewesen, weil Fritz hier gerade das Testvideo mit draufgeschrieben hat. Sand Mountain and the Hub area have the exact same track, but what I was hoping for Rehydrated is that they would obviously use the same track, but like do different instruments over it to sort of give it a different feel for each level. Because I'm not yeah, I think even in the game files it misses out because it goes like because in the game files it goes to like music 1 through to 15, but instead of the last one being called 15, it's like 16. So it goes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and then 16. So as far as I'm aware, it looks like there's a missing track. So for all we know, they could have planned a separate track for it. Ihre Spiele schon seit Jahren, ne, dass sie auch so ganz viele kleine Häppchen-DLCs anbieten. Und das muss ich auch sagen, bei aller Kritik am Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis von reiche Ernte ist immer noch 100-mal besser als das, was jetzt Civilization macht mit den einzelnen Völkern. Also, weil hier kriege ich wirklich eine Ergänzung, auch wenn sie in sich gesehen eher klein ist, von der ich aber wirklich sagen muss, es macht das Spiel insgesamt besser und interessanter. 7:27. Okay, so it's roughly behind 30 seconds. 30 to 20 it fluctuates. Für heute angekommen. Wie gesagt, bei uns weiter geht's mit SpongeBob. Bell Bikini Bottom Rehydrated. Der Name, der einfach mal schnell von der Zunge geht. What's he talking about? Ist auch schnell geschrieben. Das ist also das Remake des 2003er Originals. Come on. Danach um 19:30 Uhr schauen wir uns Resolution an. Um 20 Uhr spielen wir zusammen mit den Entwicklern. Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Das ist die erste Stunde. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Deep Rock Galactic, den Steam-Hit, und danach habt ihr die Wahl, ob ihr entweder I think he's just talking about the parts of the stream und Rainbow Six seht, oder das wäre dann auf dem Twitch-Kanal, also auf Max, auf Monsters and Explosions, je nachdem, wo ihr jetzt gerade schaut. Oder eben alternativ hier auf dem, ich sage mal hier auf dem YouTube-Kanal, ist auch ein bisschen Quatsch. What's the point of the mono and stereo switch on PS2? Ja, ist ein bisschen fair, weil wir halt jeden Tag I think it's just because it makes the sound effects pan. Like if a sound is binded to an object, you can hear the sound, like you can hear it. If let's say a robot moves across the screen from like left to right, you would hear it go from left to right, but the actual sound effects wouldn't be stereo. Auch noch einen Livestream haben, auch zusammen mit den Entwicklern, aber wenn ihr schon mal wissen wollt, was das überhaupt ist für ein Spiel, dann schaut mal auf den No, not an hour from now. 5 minutes. Müsste es eigentlich auf dem GameStar.de auch sein, ein Vorschauvideo zu dem neuen Spiel oder dem Nebenprojekt, sage ich mal, der Homeworld 3 Entwickler. Genau. Hast du gerade mitten den Satz quasi unterbrochen, aber eigentlich um Live in 5 minutes. YouTube-Kanal auch noch eine Gesprächsrunde. Da ist unter anderem auch die Ray, Head of GamePro, mit dabei, Leia von meinen MMO ist mit dabei, Heiko ist obviously mit dabei, the stream is German, also quasi all unsere the volume's kind of low and can't hear everything. Über das Thema zu sprechen. See, I can't win. Black Lives Matter I'm gonna have it on half. Produktion, Okay, Proteste let's have it in half. auf die Spieleindustrie. Das wollen wir also
heute Abend zusammen mit euch besprechen. Würde mich freuen, wenn ihr dazu auch reinschaut. Genau, Heiko werden wir morgen hier wieder im Programm wiedersehen, wenn es um Trackmania geht. Da bist du mit dabei. Ist fast so schön wie Anno. Am I, you know, ja, loud enough? Also, kleiner Spoiler vorher schon. More concerned about the difficulty. I can see why you would be 5 Minuten gespielt. I can see why you'd be concerned because zack, erledigt. Obviously total geil. Also, some are worried that it's gonna, manchmal muss man be einfach too nur über easy. seinen Schatten springen und wenn der Schatten nur Dummheit und Ignoranz heißt, dann ist es auch nicht allzu schwer. Von daher fiel mir das auch sehr leicht, über diesen Schatten zu springen. Ich freue mich sehr, da morgen mit dir drüber zu sprechen, hier im Rahmen vom Find Your Next Game Programm. Ansonsten würde ich sagen, könnten wir jetzt eigentlich langsam rüber in eine kurze Pause gehen, wenn ich mich nicht Yes, so 7 o'clock your time, Mitch. Vielen Dank euch then at 9, no, not 9, it says 19. At 7, it's from 7 till 7:30 your time, which is 6 till 6:30 my time. So, and it's what, 4 minutes, it's 4 to 6 right now, so all good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Monitore. Nee, 7, 8, 9. Die hier irgendwie um einen herumstehen, wo man versuchen muss rauszufinden, okay, wo gucken wir jetzt gerade hin, wo geht es jetzt gerade weiter? Es geht auf jeden Fall hier weiter, egal ob ihr uns auf Twitter folgt, oder jetzt steht auf dem Bildschirm gerade Twitter, ob ihr uns auf Twitch folgt oder ob ihr uns auf YouTube zuschaut. Bleibt einfach dran, wir haben ein fettes Programm den ganzen Monat für euch und jetzt kommt erstmal kurz ein Werbepäuschen. Oh, what's going on? Unless they're just going to be talking to new people. Unless it's like a transition period while they wait and set everything up. Yep. Oh, no, that is the thing. It is most likely an interview with gameplay. Oh yeah, advertisements. Nice, it has an RTX 25,000. Yeah, I know it's 6:57 there because you're an hour ahead. It didn't need music as good as this for an advertisement. The thing is, some of the changes are objectively good, but then some of them can be questionable. Like, you know, I know they're doing a commercial rate use early sausage. Ooh, I think most of these are all German advertisements because, well, obviously it's a German stream. So let's watch some German advertisements. This reminds me of when I go on holiday and I'd watch all the foreign advertisements on TV. I don't know why. It also reminds me of like the advertisements at a cinema. Fine-tuned for performance, purpose-built for gaming to play without limits. And at 8 o'clock they said they will actually play the game. With the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter. Look at him go. Malware auf deinen Oh no, he's stuck. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder Help him. du benutzt NordVPN und schickst deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. He has the speed. Bleib auf der sicheren Seite. Hallo Leute, ich bin die Melli und ich bin gerade für die Techniker in Los Angeles und auf dem Weg ins Studio, da treffe ich mich nämlich mit einer wirklich interessanten Person und zwar E-Sports-Doc Matthew Hu und was der über die korrekte Körperhaltung am PC zu sagen hat, sehen wir jetzt. Chest up 1, 2 chin tuck and 3 shoulders back. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch doch das ganze Video an. Wait, hold the phone. Live in oh, okay. 20 seconds to go. Cool. I think. What's up, my brother, my G?
Entschuldigung. Ups. Oh. I thought it was actual part of the stream. Jesus Christ. But hold on a minute. If it is, what, 7 o'clock in German time, it is 7 o'clock now for them. So, where's the stream? Oh, come on, come on. See, look, new gameplay for the remake. Turns out they're actually just streaming like a pre-done stream. Ugh. Oh, is that what he said? If the gameplay does look really good, I'm gonna full screen it. Oh. Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Find Your Next Game. Und Find my next game. I found bei unserem Next Game oder eigentlich unserem First Game für diesen Abend, für diesen Monat, für dieses komplette Programm. Die Premiere geht an It's Rob Schneider's brother. Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Das Spiel. Ich gehe jetzt mal die Wette ein. Okay, I'm mit getting dem excited now. Namen. Dass wir überhaupt now. diesen ganzen Monat, oder den Namen mit den meisten Buchstaben, würde ich mal sagen, dass wir den ganzen Monat hier behandeln werden. Und das Beste daran ist, ihr werdet es Ende des Monats schon spielen können. Wir haben bei der Ankündigung schon gemerkt, es gibt eine Wahnsinns-Fanbase für dieses Spiel. Für ganz, ganz viele Leute verbinden das Original mit ihrer Kindheit. Das Original kam, ich glaube, 2003 für die damalige Konsolengeneration raus. Jetzt gibt es ein Remake. Und wir haben den Produzenten von THQ hier bei uns zugeschaltet. Und ich begrüße ganz herzlich. Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Es ist, wie spät ist es? 5 Minuten nach Anfang eines Monats und alles ist schon durcheinander. Martin Kreuch, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Dasein. Ah, look at the fun statue behind him. Cool. It's real humans. Then he's got the fun edition behind him. Und die hat, glaube ich, ein bisschen mehr SpongeBob Ahnung als ich. Hallo Ann-Kathrin. Hallo, ich bin bereit. Sehr schön. Liebe Zuschauer da draußen, ihr seht auch ein bisschen, wie unser Setup in diesen einzelnen Slots so ungefähr aussehen wird über den Monat. Also wir haben das immer uns so gedacht, dass wir einen Hauptmoderator haben, einen Co-Moderator, der auch ein bisschen mehr auf den Chat achten kann, wenn ihr Fragen stellt. Und wenn 21 geht, days to go, actually. Einen Gast. Und hier geht es. Und wir haben dazu auch noch neues Gameplay. Ich drücke jetzt einfach mal Play auf den neuen woman in the middle, lassen wir das ein bisschen im Hintergrund laufen. That's definitely Martin to the right. Ein bisschen drüber That's definitely Martin. Was da am 23. Juni auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch auf uns. Oh! Look at that! So, wir fangen an im Seetangwald. Das ist jetzt, Martin, look das at habt ihr jetzt extra nochmal aufgenommen für uns. Erstmal vielen Dank dafür. Oh my god. Ja, das ist extra nochmal aufgenommen, weil wir auch die deutschen Stimmen herzeigen wollten und quasi zeigen wollten, dass das zum ersten Mal wirklich mit den echten Stimmen aus der Serie aufgenommen ist, aus der deutschen Serie. Da das auch damals zwar auf Deutsch vertont war, allerdings mit nicht den Sprechern, die man so aus der They gave him a different jumping animation, thank fuck. War das schwierig, nochmal an die Sprecher ranzukommen? Oh! This looks so fucking good. Es gibt natürlich gewisse Sprecher, die leider auch nicht mehr verfügbar sind, die verstorben sind. Okay. Aber come on, give us game audio, give us game audio. Pretty please. Also das Spiel ist ja tatsächlich in 7 Sprachen vertont, also wir haben sie wirklich in sehr vielen Sprachen. Und da ist unter anderem I'm full screening, I don't give a shit, okay? Dabei. Und das heißt, das ist schwierig, ja, ist natürlich immer eine logistische Herausforderung, come on. Dass alle Zeit haben und so weiter. Look at that fun edition behind Die it. Sprecher machen diese Rollen ja auch schon sehr lange und freuen sich auch immer wieder, wenn sie da reinschlüpfen können. It's not a golden bubble, as far as I'm aware. It is sort of a golden glow. Ich meine, beim Comic geht es ja verhältnismäßig einfach, das fortzusetzen. Oh, it's Crackhead Puff. She looks slightly crackheady. Also soweit ich weiß, gab's ja einen Trauerfall, was die Synchronsprecher angeht. Okay. Deswegen, where's he going? Nicht. Ich glaube, die Serie ist, glaube ich, schon vorbei. Also ich hab's Nein, SpongeBob läuft immer. Oh, that is a lot slower. That is a lot slower.
Das ist jetzt aber das Remake vom 2003er. Martin, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also, wie seid ihr darauf gekommen, ausgerechnet das Spiel... Yeah, but Mitch, with the remake, they've got the original actors in, or the ones that are currently for the show. Genau, das Spiel ist komplett neu, von Grund auf neu gebaut, in Unreal Engine 4. Und stammt eben, wie du gesagt hast, aus 2003. Why is he moving so slow? You're so slow. I love the animations though, like when he just got absolutely bashed. Staffel 1, 2, bisschen von 3 quasi, aber eigentlich wirklich Ende Staffel 2. Das heißt, das sind diese ganz legendären ersten Staffeln, wo auch noch der Originalschöpfer Stephen I can't believe they're actually spoiling the shit out of it to us, and we are still watching. I've never seen someone take down the fat bastards like that before. Das Remake ist eigentlich I would assume it's final footage, because look at how polished it looks. Look at that, like the laser like burns SpongeBob a bit. Wow, the level to detail is astounding. Die SpongeBob-Community ist natürlich sehr dahinter. Gleichzeitig gibt es but it's a bubble. My mistake. Community, die das Spiel auch schon lange am Leben erhält. Okay. That is the exact same animation from the Gamescom demo from like almost a year ago. That's unfortunate. Uns gebeten haben, but bitte, dass wir the thing is, we can't just moan at everything. Die IP quasi bekommen haben. Und gleichzeitig ist es auch einfach ein wirklich gutes Spiel. Weil im Endeffekt willst du natürlich auch ein Spiel remaken, das einfach auch gut gealtert ist. Und das Spiel macht einfach Spaß und ist sehr abwechslungsreich und zeigt irrsinnig viele Locations aus der SpongeBob-Welt, irrsinnig viele Charakter. He like whips it around like, also Mrs. Puff und like a lasso. Und, I must say, I prefer the animation from the original when there's like a teeny jump. Und dadurch ist es halt auch einfach etwas, was sehr viel bietet, was wieder heutzutage den Leuten auch wieder That was so expressive. Ann-Kathrin, bist du aktive Schauerin der Serie? Ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht, ich bin, glaube ich, zu alt dafür. An mir ist es tatsächlich ein bisschen vorbeigegangen. Ich weiß, auch viele Leute in meinem Alter haben das immer sehr, sehr gerne geschaut. Ich gestehe es hier an dieser Stelle, es ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht warum, aber passiert halt manchmal. Deshalb kann ich hier keine sonderlich coolen Insider-Fragen oder so stellen. Aber hold the fucking phone. In petto. Ja, also ich habe früher toll geguckt. That was a good way to transition. That was a fantastic way to transition. Und müsste mir das halt. That confused me for a second. Müsste mir das halt über andere Quellen zuführen. Aber ich habe tatsächlich ein paar Fragen, sowohl zum Spiel als auch zur Serie. Ich habe eben schon gesehen, also bei uns heißen die immer nur die Fische, die nichts anderes machen können als Lieb. Sind die auch da drin und haben sie eine sprechende Rolle? Eine sprechende Rolle in dem Sinne nicht. Sie haben aber eigentlich eine relativ prominente Rolle. Ich glaube, man sieht das sogar auch noch später im Video. Larry. Weil immer wenn ein neuer Roboter, also in dem Spiel geht es ja darum, dass Plankton unabsichtlich eine Horde Roboter freisetzt, die dann der SpongeBob jetzt versucht, wieder irgendwie einzudämmen. Und da gibt es ganz verschiedene lustige Roboter. Und immer wenn einer vorgestellt wird zum ersten Mal, dann sieht man meistens das, was er an spoiling it for myself. Der Hammer, also der Schinkenhauer, will man auf Deutsch vielleicht sagen. Die werden vorgestellt, indem sie einen von den Fischen ärgern. Da muss der Miep dran glauben, quasi. Genau. Sehr gut. Aber ich habe eben nochmal nachgeguckt. Hennes Bender ist ja jetzt gerade aktuell der SpongeBob, ne? Did he just do an arse slam? Has he got more moves? Nein, SpongeBob wird immer noch gesprochen von... I think so. Ach Gott, das hast mich am falschen Fuß Ach erwischt. so, warte mal, dann ist es immer noch der... Something tells me Patrick. Ich glaube, du meinst Moves. Ja, genau, Patrick, Entschuldigung. Ja, heute ist nicht gut. Aber der andere, Santiago Ziesma. Genau, Santiago Ziesma spricht den immer schon. Der ist ja auch einer wirklich der großartigsten Sprecher der ganzen Synchro-Szene. Some of the side characters, play some significant role. I think he's referring to the original. Also der hat because we know the game inside out basically already. Also die Synchronstimme von Steve Buscemi. Das heißt, der hat eine riesen Range, aber SpongeBob ist sicher eine seiner, oder wenn nicht die ikonischste Rolle. Also das war mit einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, man muss das eigentlich neu auf Deutsch vertonen, weil du möchtest halt einfach wirklich den SpongeBob hören, den du kennst. It looks like he has two body slams. Gab es tatsächlich vor ein paar Staffeln One looks like the arse slam from Movie Game. Und da ist auch bei uns in der Synchro ist jetzt tatsächlich der neue Patrick, der auch momentan in der Serie drin ist. Hast du mal mit denen einfach so gesprochen?
Also warst du da irgendwann dabei, wenn die quasi ihre Sachen aufgenommen haben? What level now? Dabei ist immer relativ heutzutage. Ich war zugeschalten über Video und so weiter und so fort. Also, so they're going to show off the levels through that. Aufnahmen dabei, weil man ja They've obviously heard that we're too pissed off at seeing eine Mischung hat aus den Regisseuren, die schauen, dass es cool klingt und den just seeing jellyfish fields all the time, so we're getting a new breath of fresh air. Dass nicht irgendwas falsch irgendwie rüberkommt, was im Spiel vielleicht ganz anders ausschaut. Weil es gibt halt viele kleine Dinge, wie jetzt, wenn die Sandy mit ihren Karate-Moves alles klein hackt und mit dem Lasso die Sachen einfängt, muss man halt schauen, dass das halt richtig dann nicht nur übersetzt, sondern auch von den Sprechern, dass die wissen, worum es geht. Also so hingegen habe ich sie ein bisschen online kennengelernt, aber leider noch nicht dazu gekommen, dass man sich wirklich mal zusammensetzt auf ein Bier. Ich könnte mir vorstellen, es ist schon lustig, wenn du mit SpongeBob dann einen trinken gehen kannst. Aber wahrscheinlich ist es wieder Mario-Sprecher, der auch gar nicht mehr Juhu Mario schreien möchte, wenn man ihn trifft. Aber wo du gerade Sandy ansprichst, wer jetzt SpongeBob gar nicht kennt, der weiß ja nicht, dass man kann ja Sandy, Patrick und SpongeBob spielen. Die haben ja auch alle ihre eigenen Fähigkeiten. This gameplay looks a lot newer. Und es ist ja, like a lot wie man es sieht, ein richtig klassischer Plattformer. I want to see this animation. Kannst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen, okay, that looks fine. Die Besonderheiten von den einzelnen Figuren sind? Weil Sandy ist mehr so tatkräftig dabei, oder? So wie in der Serie auch. Also im Prinzip, wie du sagst, ist es ein klassischer Plattformer. Also Super Mario Odyssey, diese Art von 3D-Plattformer. Und jedes Level, also hier, das sind alles nur kleinere Teile. Oh, do we get the new cutscene of ziemlich Chuck? lang und ziemlich viele Levels. Oh, no, we don't. Und die sind alle auch so ein bisschen looks like they've already, wo man auch wieder zurückkommen kann und dann noch mehr Sachen this looks sammeln. like a complete save or something, I don't know. Und jeder Charakter kommt man an andere Stellen. Also die Sandy kann eben gleiten und dadurch kommt sie an Stellen, wo der the swinging does look automated, I agree. Sie ist vor allem eigentlich fast der beste Fighter im Spiel. That didn't look polished. Weil sie eben gleiten kann, weil sie von Weitem mit dem Lasso attackieren kann. Im Remake kann sie auch aus der Luft das Lasso verwenden, das ging im Original nicht. Und dann mit Patrick wiederum kann man Sachen aufheben und schmeißen. Das hat man ganz am Anfang im Video gesehen. Und dadurch kann er zum Beispiel einen Eiswürfel ins Wasser schmeißen und dann friert das zu und du kannst drüber laufen. And I think it didn't zoom into them because it wasn't like, first time dialogue audio. Als natürlich die like, I'm not too sure because it didn't look like der kann sich in einen Ball verwandeln, der kann kann quasi verschiedene Angriffe auch so direkt nach oben, dass er fliegende Gegner angreifen kann. Der kann auch mit seiner Unterhose Bungee-Jumping machen. Also hängt dann an einem Fischhaken mit seiner Unterhose und Bungee-Jumpt. Also lauter Sachen, die man sicherlich nur in einem SpongeBob-Spiel irgendwie erlebt. Und alle Charakter können auf ihre Weise surfen. Das heißt, es gibt so längere Surfing-Level, wo du dann so lange Bahnen hinunterkurvst. Surft halt so, wie es gehört. Da ist die Sandy auf ihrem Surfboard, der Patrick am Hintern. Und all this footage is of the full version of the trailer. Ich habe im Chat gesehen, it didn't look like it from the previous bit we saw with the bei dem Gameplay jetzt mit dabei, right near the aber start. für alle, die jetzt gerade zuschauen, it looks somewhat different. Wir planen auch nochmal ein gesondertes, einzelnes Vorschau-Video dazu. Da werdet ihr dann den Ton auf jeden Fall hören und wenn da Vertonungen drin sind, that is cool. die mal hören können. Jetzt gerade geht es noch nicht. Das ist halt dann ein bisschen die Konsequenz, wenn man der Erste in so einem Monatsprogramm ist. Da kann mal so eine kleine Sache schief gehen. Entschuldigung dafür an alle, die draußen zuschauen. Und eine Frage, die hier im Chat schon die ganze Zeit gestellt wird, an dich als Produzent von THQ Nordic, that was really auch unpolished. SquarePants Creature from the Krusty Krab geremaked werden. What did he just say? Die allgemeinere Frage auch, Creature from the Krusty wie hoch Krab? sind die Chancen, dass mehr SpongeBob-Spiele geremaked werden? Hängt wie bei allen Patrick can bungee jump with his pants. Damit zusammen, wie das Feedback ist. Ganz trocken gesagt auch, wie gut sich ein Spiel verkauft, ob es den Leuten gefällt. Weil das ist ja eine Neuinterpretation vom Entwickler Purple Lamp aus Wien. It is really hot in this room and I'm sweating right now. Die haben natürlich auf der einen Seite das Spiel wirklich sehr genau nachgebaut und sich wirklich sehr stark daran gehalten, weil es wirklich ein Kultklassiker ist, wo die Fans auch wirklich wollen, dass jeder Zentimeter gleich bleibt. Gleichzeitig ist es schon noch ihre Neuinterpretation und da wird man halt einfach warten müssen, was die Fans dazu sagen. I don't know why, but jetzt war das that animation there just scared me a bit. Like, I thought he was coming for me. Und der Hype ist schon so riesig, dass man sich sicher anschauen wird, wie man dann weitermacht.
Was genau das dann sein wird, hängt eben, wie gesagt, wirklich vom Feedback ab und was einfach dann sich anbietet. Und teilweise geht es auch tatsächlich darum, was man von diesen alten Spielen noch an Rohmaterial hat. Weil es ist teilweise gar nicht so leicht aus dieser Zeit, je weiter zurück, desto schwieriger wird es, wirklich das Rohmaterial zu finden, dass man dann das auch schön wieder nachbauen kann. Also, weißt du, ich habe eben im Chat ein bisschen geguckt, weißt du, oder darfst du sagen, wie lang das ungefähr wird? Also ob das mit dem What? Ich habe nämlich gehört, es gibt zum Beispiel manche Sachen, die werden ja quasi 15 minutes. Scenes dazugepackt, wie zum Beispiel der Kampf gegen Roboter Thaddeus oder Patricks Traumlevel und so. What did he say about Creek from the Krusty Krab? What did he say about that? Von dem Spiel? Wird das jetzt ein bisschen mehr? Darfst du da was sagen? Das Hauptspiel an sich, also der Singleplayer, die quasi Geschichte, ist eigentlich ziemlich gleich lang, also eigentlich fast quasi ident mit dem Original. Wir haben nämlich, um das Original nicht zu verfälschen, irgendwie haben wir eigentlich all diese quasi deleted Scenes, wenn man so will. Die kleinen Concept Arts von Robo Thaddeus und das Patrick Stream Level war ein Level, das quasi versteckt in dem alten Spiel This is what we wanted. That's very slow, but this is what we wanted. Das sind alles Dinge, die haben wir in den Multiplayer verpackt. Im Multiplayer, da kann man zu zweit sich They didn't have to go ahead and show this, but they fucking did anyways. SpongeBob, Patrick, Sandy, Mr. Krabs, Thaddeus, Gary und Roboplankton. Und da kann man zu zweit entweder online oder offline einen Horde-Mode spielen. They told us that Horde Mode would always be 2 players and there'll be 7 characters. We learned this at PAX East like in February. Und dort sind all diese Zusatzcontent quasi hineingepackt. Das heißt, das Hauptspiel ist eigentlich gleich lang, wie es war. Endless Horde Mode. Und der Multiplayer, den kann man natürlich, das ist that cutscene Frage, just man kann fabulous. So lange spielen, so viel man will. Just wenn like man halt miteinander spielen möchte. Gegen die Roboter kann man so lange spielen, wie man möchte. Martin, miteinander machen wir jetzt auch kurz etwas, eine kleine Unterbrechung vom Gameplay selbst. Wir kommen da gleich nochmal hin zurück. Ich werde es auch dann gleich nochmal neu starten, dass wir da auch nochmal eine kleine Runde drehen können. Aber ihr, liebe Zuschauer, habt es draußen im Livestream schon gesehen. In der Pause war so ein ganz kleiner Clip von der Techniker-Krankenkasse drin mit so einer täglichen Gesundheitsübung. Diesmal ging es um Körperhaltung und sowas werden wir in unseren Livestream jeden Tag haben. Es wird jeden Tag einen Gesundheitstipp geben und gerade den kann ich ehrlich gesagt schon gebrauchen, denn ich habe jetzt schon Rücken. Mein Gott, ich habe Rücken, Leute. Deshalb, wir machen jetzt mal probemäßig. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, diese Übung ordentlich durchzuziehen. Ihr seht mich ja auch auf der Webcam, oder? Martin, Ann-Kathrin, ihr seht mich auf der... Stimmt, hier ist noch eine Cam. Das ist unglaublich. Ich sehe deinen Rücken. Sehr gut. Ach stimmt, genau. Ihr seht mich so ein bisschen von der Seite. Die Zuschauer draußen sehen mich, glaube ich, jetzt gerade von vorne. Ich habe mir die wichtigsten Stichpunkte notiert aus dem Gesundheitstipp zum Thema Körperhaltung heute und ich mache es die ganze Zeit falsch. Some weird training. Ihr könnt es ja alle mal versuchen. Brust raus. Und ich merke es jetzt schon im Rücken. Oh Mann. Kinn anziehen, das habe ich nicht ganz verstanden, was sie damit eigentlich meinten. Kinn anziehen? Ja. Dann habe ich Are they doing yoga or something? Ich wollte auch sagen, Kinn ist schon angezogen. Ich hätte Doppelkinn anzubieten. Ich versuche es mit dem Bart ein bisschen zu verstecken, aber... Ich habe keinen Bart, Fritz. Was mache ich denn jetzt? Warte so, okay. Maske. Das ist ja... Moment mal, das sind ja gleich 2 Gesundheitstipps auf einmal. Wenn wir noch einen finden, haben wir ein Überraschungsei. Und was war das? Schulter zurück. Und man merkt es schon. Oh, ich merke es jetzt schon. Oh Gottes Willen. Alter Mann. Boah, ich glaube, so sollte ich öfter sitzen. Passe ich auch gar nicht mehr in die Kamera rein auf einmal, weil ich gerade sitze und viel größer bin als sonst. Wie gesagt, wir werden jeden Tag einen Gesundheitstipp haben. Ihr könnt die aber vernünftig sehen, denn das war jetzt hier nur das schlecht vorgeführte von mir und das sehr gut nachgemachte von euch. Es gibt diese Videos, die ihr eben gerade auch schon vorher nochmal gesehen habt, wo wir auch gleich nochmal kurz den Clip davon zeigen. You know, you're gonna show us more stuff. In einer längeren, ausführlichen Version, wo mal wirklich erklärt wird, wie man es jetzt genau macht, wie man es richtig macht, wenn man lange am Rechner sitzt, wenn man lange spielt. Und vielleicht ein bisschen Probleme im Rücken hat oder vermeiden will, dass man Probleme mit dem Rücken hat, was man für Übungen machen kann und da ganz schnell aus der Problemzone rauskommt. Und diese längeren Versionen dieser Clips, die findet ihr auf der Webseite der Techniker Krankenkasse. So, und damit kommen wir zurück nochmal zu SpongeBob. Here another name. Ach stimmt, der Clip muss gezeigt werden. Sagt mir die Regie gerade. Entschuldigt bitte.
Es ist wirklich dieser erste Tag. Wir zeigen kurz den Clip. Now the clip. They're gonna give us a clip, was it? Hallo Leute, ich bin die Melli und ich What? bin gerade für die Techniker in Los Angeles und auf dem Weg ins Studio, That's da not it, is treffe ich it? mich nämlich mit einer wirklich interessanten It was meant to be Person, 30 minutes und of zwar gameplay. E-Sports-Doc Matthew Hu, und was der über die korrekte Körperhaltung am PC zu sagen hat, sehen wir jetzt. Chest up, 1, 2 We've chin seen tuck, this. and 3 shoulders. GameStar, no. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch doch das ganze Video an, da gibt es auf jeden Fall noch viel mehr Informationen. Meine Lieben, wir sehen uns dann. Macht's gut. It's okay, guys, just stick around. This might just be temporary. They look like health tips. So, und derweil konnte ich jetzt mal kurz im Chat nachschauen, was ihr noch für Fragen geschickt hattet. Und eine der häufigsten Fragen war die rund zur Technik des Spiels. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie das auf den, ja, in erster Linie natürlich auf den Konsolen laufen wird, weil da interessiert die Leute natürlich Auflösung, FPS-Zahl, wie läuft es auf der Switch? Gibt es da Details? It's good what they're doing. Wir von Anfang an gewusst haben, es kommt auf allen Konsolen heraus, das heißt Xbox One, PlayStation 4, auf der Switch und auch zum ersten Mal auf dem PC. Das Original war nämlich damals tatsächlich nicht am PC. Und daher haben wir gewusst, dass vor allem für den Plattformer ist gerade die FPS-Anzahl einfach essentiell. Das heißt, das war eigentlich für das Team das Kernding, worauf sie technisch bei der Entwicklung geachtet haben, ist, dass man eigentlich stabile 60 FPS durch das ganze Spiel hat. Ansonsten würde ich sagen, war einfach die technische Herausforderung, dass das alles visuell wirklich der Serie entspricht und attraktiv ist und gleichzeitig halt auch für ein Spiel passt, weil nicht alles, was in zweidimensional stable 60 FPS. They mentioned that at Gamescom that it was going to be 60 FPS across every single platform, which is good. Man frei herumlaufen kann. Ja, also das wären so irgendwie die Hauptdinger. Ansonsten, also wir haben more gameplay, pretty please. It's not of anything we haven't seen before. Weil das eben auch, I'm just hungry for new gameplay. Although this is new gameplay, so I shouldn't be complaining really. Wie schaut es dann aus mit den Next Gens? Entschuldigung, Ann-Kathrin, jetzt bin ich da reingegangen. Next Gen. Vielleicht können wir das noch ganz kurz ran. SpongeBob ist ein spannender SpongeBob. Muss man da Verkaufszahlen abwarten oder wartet ihr jetzt einfach mal, bis die offiziell mal rauskommen? Ja, da muss man jetzt einmal warten, bis die wirklich heraus sind und dann, also da bereitet man sich natürlich als Publisher allgemein im Hintergrund vor und spricht auch mit Microsoft und mit Sony, um sich darauf vorzubereiten, was da kommt. Yeah, I didn't think we'd get a ton, so I'm happy with what we've got so far. Das sieht man jetzt übrigens. If that is all we're going to get, then I'm happy with that. Aus dem Spiel. Konzentriert man sich jetzt erstmal wirklich auf den Release, den man jetzt irgendwie vor sich hat und dann schauen wir weiter. Ann-Kathrin, ich habe dich gerade ganz thing is, for all we know, they're gonna switch like another clip. Gar kein Problem. That's completely different. Ich habe auch eine fiese Frage, und zwar habe ich im Chat gesehen, die Frage ist, plant ihr auch zufällig eine Demo rauszuhauen, damit die Leute gucken können, wie sich das spielt, bevor sie es kaufen? Wir haben jetzt bei SpongeBob eigentlich momentan keinen Plan für eine Demo, schlicht und ergreifend deswegen, weil eigentlich der Preis für ein Spiel relativ niedrig angesetzt ist. Das Spiel ist ja auf einem 29,99 Preispunkt erhältlich. Das heißt, da gibt es eigentlich nichts lang zu überlegen bei der Menge an Content, die da drin ist. Also das ist quasi diese Menge an SpongeBob-Charakteren, Serien, Dialogen, Witzen, Gameplay. No plans for any demos. Locations. Well, there you go, people. You heard it here first. There are no Preis, plans for any demo of any sort. Da gibt's nicht lang zu überlegen. So you can, put Wo all du those gerade hopes Locations to gesagt, habe ich rest. noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar war die Frage von, ich gucke mal eben, wer es jetzt war, weil die Frage kam schon öfter auf. Jetzt rollt das Chat immer weg. Wo habe ich ihn denn? Die Frage war auf jeden Fall, ob es das Museum und das Kino wieder gibt. Es gibt alle Locations, die im Original waren. Also alles, das ist eben das Museum in Rock Bottom. Yep. In dieser Tiefsee-Location, wo alles wirklich the price for the content is astounding. It's on sale on Steam right now, anyways. It's £22.49p. So that is very cheap for what you're gonna get. Mehr, die man wirklich selber spielen kann. Das ist das Einzige, was wir eigentlich quasi so im Singleplayer theoretisch wirklich dazugegeben haben. So richtig ist die Spongeball Arena. Und das war damals, wenn die Credits gekommen sind, hast du im Hintergrund ein Video gesehen, wo der SpongeBob in so eine Art Skatepark rollt. Und diesen Skatepark haben wir jetzt quasi spielbar gemacht.
We are very too close to a release to actually get a demo. Zu dem, was schon alles drin ist. Yeah, just ruin it, alles drin, der Kelp Forest, den man jetzt gerade sieht. Sorry, wenn ich immer zwischen Deutsch und Englisch hin und her wechsle. Das sind teilweise kein Problem, das wird bei uns den ganzen Monat so gehen. Ja, also es ist, die Jellyfish Fields sind da, dann der Kelp Forest ist da, Rock Bottom, dann Sand Mountain, das ist, wo halt eben das ganze quasi Snowboarding stattfindet. Dann ist man in der Innenstadt von Bikini Bottom, das ist dort, wo diese typischen Häuser sind. Jetzt sieht man gerade den Patrick in der Goo Lagoon. Also die kennt man ja auch, der Goo Lagoon. Und das heißt, so ist wirklich alles drin, was auch damals drin war. Wenn man sich diesen Bereich anschaut, den der Patrick da gerade erkundet, also wirklich bis zum Horizont und alles, das ist nur der erste Abschnitt und jedes der Level hat meistens so 3 Abschnitte, wovon einer quasi eine Indoor-Level quasi ist und dann eben noch 2 Außenwelten. Also es ist wirklich ein ziemlich großes, cooles Spiel. Und ihr könnt dieses Spiel spielen ab dem 23. Juni, dann kommt es raus, wie gesagt, auf PC, zuerst auf PC, that looked really, auf PS4, like, Xbox really One bad. Und Nintendo Switch. Genau genommen kommt es da objectively, it looked bad. Halt auf den entsprechenden I'm gonna assume that this build is like a month Egal, or ihr two wisst, was old. ich meine. Martin, vielen Dank fürs Hiersein, fürs Mitbringen von den neuen Szenen, fürs Beantworten der Fragen aus dem Chat und viel Erfolg damit. Dankeschön. Wir freuen uns schon auf das Feedback der Fans. Und wir machen hier gleich weiter mit Resolution. Da wird sich dann Michi dazu schalten. Und wir haben natürlich die Entwickler hier am Start. Und da könnt ihr dann Fragen stellen. Es gibt Gameplay zu sehen. Ann-Kathrin, dir vielen Dank jetzt auch fürs hier mit dabei sein. It's nice to sort of have new info anyway, so we can sort of predict what we're gonna get. Am Donnerstag oder so müssten wir dich wiedersehen, je nachdem, wie dieses ganze Programm aktuell so umgebaut wird. Ann-Kathrin, I know what he means by playable ball arena. Also bis zum nächsten Mal. That's what you get after you beat the game. I think that was it. What do you mean by PC releases first 23rd of June, consoles come later? They are all releasing on the same day. Okay. So I think what we're going to do is we're going to go back. Kommen zurück bei Find Your Next Game und wir sind bei unserem Stamm. Heute von Ann-Kathrin. Let's fast forward. So. Weil wir auch die deutschen Stimmen herzeigen wollten. Und quasi zeigen wollten, This is the cutscene that looked very dumb. The lighting looks perfect. Die kleinen Concept Arts von Robo Tadeus und das Patrick Stream Level war ein Level, das quasi versteckt in dem alten Spiel man frei hacken. Let's take another. Let's see what else we've got. Aber für alle, die jetzt gerade zuschauen, wir planen auch nochmal ein gesondertes, einzelnes Vorschauvideo dazu. Da werdet ihr dann den Ton auf jeden Fall it's around here somewhere, the Hans, when she falls down. Curves, Surf. It might just be a bit ahead. Yeah, I think it's just over here. Ob es den Leuten gefällt aus Wien und die haben dieses Video. Wahrscheinlich wäre I'm gonna try and find the. Yeah, it's finished, but I'm gonna try and find the Hans thing. It looks very unfinished. Gestellt wird. This bit. An dich als like that jump, like it's a single frame. That is the difference. Like, how? An dich als Yeah, I know someone donated $20 earlier, and I was like, wow, okay. I was not expecting this for a unrelated stream, but you know, I'm not going to moan. Ready to print on this cartridge. It'll be a day one patch anyways, no doubt. Ich habe gerade im Chat die Sequenz. But the thing is, like I just said, und the Hans looks very unfinished in this level. Chat schon die ganze Zeit gestellt wird, an dich als How? That's not possible. Produzenten von THQ Nordic wird. Let's go back a bit. We're going to look at the new
the new moves. I'm gonna zoom in. Well, so, warte mal, dann ist es immer noch. It's back like 20 seconds anyway, so. Schinkenhauer, will man auf Deutsch vielleicht sagen. I didn't realize you could belly slam mid-air. Quasi so wie jetzt der Hammer, also der Schinken. The reason I think it didn't zoom in with the dialogue is because it looked to be sort of first time, like it didn't look like a first time interaction. Obviously the cutscene itself was, but it, like, obviously from the dialogue it didn't, you know, when you interact with a character for the first time in a level, it gives you like a different set of dialogue to tell you, yeah, you got to do this, you got to do that. It didn't look like that. Auf Deutsch vielleicht sagen. Die werden vorgestellt, indem sie einen von den arglosen Fischen ärgern. Da muss der Miep dran glauben, quasi. Genau. Sehr gut. Aber ich habe eben noch mal... Yeah, let's go back. Well, there we go. It's like an arse slam. Die werden vorgestellt, indem sie einen von den arglosen Fischen ärgern. And if you notice, the da hammer muss der Miep dran glauben, quasi. Like, genau. Come out of a tin or anything. Sehr gut. Aber ich habe... Okay. So, a cannonball, that's what it's like. It's like a cannonball. He goes into a cannonball. Yeah, that's the cannonball move. Eben noch mal nachgeguckt. As far as I'm aware, Shift said that they weren't going to add that. So, this must be old. This must be. But then saying that, they changed the font. If you look at the top right, you can see the shiny counter. In the PAX East demo, they had the original sort of SpongeBob font, but they changed it since then. So this build is older than the PAX East build, which was from, well, February, which was actually supposedly from like December time. So this could be from anywhere from January to like a month ago. Hennes Bender ist ja jetzt gerade aktuell der SpongeBob, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Just trying to see if there's any new news. SpongeBob wird immer noch gesprochen von... Ach Gott, das heißt mich am falschen Fuß. Is there any other bits people want me to go over? Or is everyone happy? Kann und dann noch mehr Sachen sammeln. Und mit jedem Charakter kommt man an andere Stellen. Also die Sandy kann eben gleiten und dadurch kommt sie an Stellen, wo der This bit that comes up when she lassos the tiki and it goes bang. It doesn't. Vor allem eigentlich there was no explosion or anything. Like it was just bubbles. Like look, like she got damaged, but yet there is literally no explosion. I think this is the same particle effect that happens when you destroy a normal tiki. Eigentlich fast der beste Fighter im Spiel. To a new player, they'd be like, why did I just get damaged? Like, what happened? Im Remake kann sie auch of course, you get an explanation what they do in Jellyfish Fields, but that's not the point. If you're someone who ignores that, there is no explosion, so it just doesn't look like it. It doesn't look like it's harmful. Did I go over the industrial park bit yet? Yes, I did with the cutscene. I only went over that briefly because we only got like a second and a half of a cutscene, or two, I don't know, a couple seconds. Einen Eiswürfel ins Wasser schmeißen und dann friert das zu und du kannst drüber laufen. I must admit, und dadurch kommt wieder an andere Stellen, wo der SpongeBob amazing. Kann. Der SpongeBob als natürlich die Hauptfigur hat am meisten Fähigkeiten, der kann sich in einen Ball verwandeln, der kann mit so we could just chalk this up to being an old build. I think that is exactly what it is. So I am, personally, I'm not 100% worried. I reckon that, I mean, if a casual player, not even that, if someone who likes the game but doesn't play it every single day, if they spot the faults, surely people who are working off the original and developing it themselves, they would notice the issues. So I don't doubt that they have fixed the issues. Wo du dann so lange Bahnen hinunterkurvst und jeder surft halt so, wie es gehört. Da ist die Sandy auf ihrem Surfboard, der Patrick am Hintern und der SpongeBob auf seiner Zunge. Oh yeah, Martin, the pedestrians actually do move. I didn't realize. Gesehen, wir haben wohl gerade noch keinen doing that little dance. That was my favorite NPC dance from the original, so I'm happy to see that's back. Wir planen auch noch mal ein gesondertes einzelnes Vorschau-Video dazu. Da werdet ihr dann den Ton auf jeden Fall hören und wenn da I do like the jumping animations though. Auch die mal hören können. Jetzt gerade geht's noch nicht. Das ist halt dann ein bisschen die Konsequenz, wenn man der Erste in so einem Monatsprogramm ist. Da kann mal so eine kleine Sache schief gehen. Entschuldigung dafür an alle, die draußen zuschauen. Und
eine Frage, die hier im Chat schon die ganze Zeit gestellt wird, an dich als Produzenten von THQ Nordic. Wird auch SpongeBob SquarePants Creature from the Krusty Krab geremaked werden? You see, this is what I would like. Frage auch, I know we've already gone over it, but I would like a CFTKK remake. Like not a remaster, a remake. Hängt wie bei allen Videospielen eigentlich sehr viel damit. Mitch, if you're still here, could you possibly translate this bit? That'd be fantastic. Zusammen, wie das Feedback ist, ganz trocken gesagt auch, wie gut sich ein Spiel verkauft, ob es den Leuten gefällt, ob die, weil es ist ja eine neue Interpretation vom Entwickler Purple Lamp aus Wien und die haben natürlich auf der einen Seite das Spiel wirklich sehr genau nachgebaut und sich wirklich sehr stark daran gehalten, weil es wirklich ein Kultklassiker ist, wo die Fans auch wirklich wollen, dass jeder Zentimeter gleich bleibt. Gleichzeitig ist es schon auch ihre Neuinterpretation und da wird man halt einfach warten müssen, was die Fans dazu sagen. Bis jetzt war das Feedback auf allen Messen und so eigentlich so positiv und der Hype ist schon so riesig, dass man sich sicher anschauen wird, wie man dann weitermacht. Was genau das dann sein wird, hängt eben, wie gesagt, wirklich vom Feedback ab und was einfach dann sich anbietet. Und teilweise geht es auch tatsächlich darum, was man von diesen alten Spielen noch an Rohmaterial hat, weil es ist teilweise gar nicht so leicht aus dieser Zeit, je weiter zurück, desto schwieriger wird es, wirklich das Rohmaterial zu finden, dass man dann das auch schön wieder nachbauen kann. Weißt du, ich habe eben im Chat ein bisschen geguckt, weißt du, oder darfst du sagen, I just realized she barely spoke. Also ob das mit dem, ich hatte nämlich gehört, es gibt zum Beispiel manche Sachen, it depends on how well the game sells and feedback. Zum Beispiel also, it's very possible. Der Kampf gegen Roboter Thaddeus oder Patricks Traumlevel und so. Inwiefern hat das Auswirkungen auf die Länge von dem Spiel? Wird das jetzt it is possible mehr? that a Creature from the Krusty Krab remake may das possibly Hauptspiel happen. An sich, also der Singleplayer, die quasi Geschichte, ist eigentlich ziemlich gleich lang, also eigentlich fast quasi ident mit dem Original. Wir haben nämlich, um eben das Original nicht zu verfälschen irgendwie, haben wir eigentlich all diese quasi deleted Scenes, wenn man so will, Okay, die kleinen Google is having a fit. Von Robo Thaddeus und das Patrick Pause. Stream Level war ein Level, das quasi versteckt in dem alten Spiel man frei hacken konnte. Oh my god. Und das sind alles Dinge, die haben wir in den Multiplayer verpackt. There we go. I think it just has an issue with streams. It doesn't like it because it's obviously processing at the same time. Well, it's not even done yet. So I think that'll be it. Also, finding the raw material is difficult for such old games. Well, they based this game off of all the original assets essentially, like music, which makes it difficult to beautifully recreate the game. Well, the thing is, as far as I'm aware, they ripped the PS2 level models like from the game, and then they put them into Unreal Engine 4, and then essentially what they did was modeled over them to try and make it a one-to-one. So I would safely say that they would be able to probably do a remake of Creature, no problem. If they did it with BfBB, they can do it with that. I think that's going to be it for now. Remember, guys, if you have some spare change, you could donate to the relief, which will be in the description. Go to my Chanel. Let's pause that because I don't want to hear myself. But if you go in the description, there is a link to the stream, so you can watch that yourself. You can donate to the fundraiser, and that's about it, really. Anything else anyone wants to add before I turn this thing off for now? Silence is killing me.
The silence is killing me. Happy with the footage we got. I am happy that we've got something new. Obviously, some people just might not appreciate that. They might not it might not be what they envisioned. It might not be what they wanted. So I'm just sort of hoping that I think the overall reception has been good so far. I mean, you heard me go wow and holy crap and all that. So I'm extremely excited for how this sort of pans out. I mean, look how long we have left until it releases. 1, 2, exactly 3 weeks. We have exactly 3 weeks until the game launches, so we've got plenty of time to sort of, well, not plenty of time really, it's only 3 weeks, which is a shocker. But I'm just very, looking forward to when it comes out, because when it does, not really going to hear much from me, because I'll sort of be in me hidey hole playing it through multiple times for the sake of it. I'm still about SpongeBob's model. In some regards, I see where you're coming from, because the spatula animation, that looked very stiff still. Like, I don't understand how it could be so stiff so far on, but that's just me. Well, I've got to end this stream sometime soon, or I'm going to forget. So, I will see you all later. And actually, I forgot to add, so I'll see you all later, and, thanks for tuning in. Obviously, it's nice to have people react with me. It is, nice to have that experience. So, there's not really much else to say except, thanks for tuning in, and hopefully I can do something like this in the future. Actually, gonna say this one more thing. Hey, SpongeBob and the Body Slam came from the movie game. Yes, it did. It did. Right, I'm about to say it for the 3rd time, but I'm gonna end the stream for now because I have stuff to crack on with. Thank you all for tuning in. See you later.